Hallo meine Lieben, ich begrüße euch zu einem neuen Video-Tutorial und zwar machen wir heute eine besondere Karte. Also ich brauchte eine Babykarte und wenn man die hier so aufklappt, dann erscheinen diese beiden Vierecke und ja, die sollte etwas Besonderes sein und dann habe ich mir hier noch mit dem Punchboard einen Umschlag gemacht und wie das geht, also nach außen hin total unscheinbar, aber wenn man es dann aufklappt, dann kommt die Überraschung. So, und wie das geht, das wollte ich euch kurz zeigen. Ich habe auch schon ein bisschen was vorbereitet. Also wir brauchen eine Grundkarte, die hat ein Maß von 26 auf 13, wird in der Mitte gefaltet, also es wird eine rechteckige Karte, 13 auf 13. Dann habe ich mir hier verschiedene Papiere für die Dekoration zugeschnitten. Das hier hat 12,8 auf 12,8, das hier ebenfalls. Und die restlichen, die zeige ich euch dann, wenn sie dran sind. Also wir kleben jetzt erstmal hier dieses Papier in die Karte ein. Ich glaube, ich mache das mal, damit es schneller geht, mache ich das jetzt mal hier mit dem Kleberoller. Und alle. Also nicht Kleberoller, sondern Flüssigkleber. Immer schön an den Rand mit dem Flüssigkleber, weil ich finde das doof, wenn das Papier an den Rändern so aufstippt. So. Dann hier einkleben. Also da bleibt nur ein 1 mm Rand auf jeder Seite, also wirklich minimal, aber wie ich finde, ganz hübsch. So, das war der erste Streich. Dann kann man da noch mal mit dem Falzbein drüber gehen. Weil das müssen wir zuerst einkleben, weil den Mechanismus, der kommt da drüber. Dafür brauchen wir, ich nehme mir mal hier so ein Reststück, ein Stück, das hat eine Breite von 4 cm. Und eine Länge von 11,5. Und dann lassen wir das gleich drin liegen und falzen das auf der einen Seite bei 1,5 und bei 3,5. Dann drehen wir das Ganze um und falzen es auf der anderen Seite nochmal bei 2 cm. So, jetzt brauchen wir nochmal einen Bleistift und unser Geodreieck. Wir müssen uns jetzt noch eine Markierung machen. Und zwar von der Seite aus gemessen, wo die 2 cm Falz ist, messen wir uns 6 cm ab, markieren uns den Punkt, machen das hier auf der Unterseite auch. Da lege ich mir das hier immer so an die 0 an, die Kante, und bei 6 markieren. Das können wir nachher wieder wegradieren. Dann brauchen wir einmal die Falzkugel und falzen von der eben gesetzten Markierung zu dieser Ecke, also über die eine Falzlinie hinweg zu dieser Ecke. Ich mache das mal eben und dann halte ich das mal ein bisschen näher vor die Kamera, damit ihr auch sehen könnt, was ich meine. So dass das dann halt 2 Diagonalen ergibt.
So, könnt ihr das sehen? So. Dann falze ich mir die hier um und mache mir auf der Rückseite eine Markierung bei der Mitte. Also wir haben ja gesagt, das ist 4 breit. Dann mache ich mir ein Pünktchen bei der 2. Nehme mir meine Grundkarte. Ich weiß ja, dass die 13 breit ist, also 6,5 auf jeder Seite. Und mache mir hier auch eine leichte Markierung bei der 0 hin, sodass ich, wenn ich das nachher einklebe, genau weiß, wo ich die ansetzen muss. Also Pünktchen auf Pünktchen. Jetzt machen wir aber erstmal hier weiter. Jetzt kann man diese Markierung hier wegradieren. Dann kann man das hier, die falzen wir mal um, und auch alle Linien werden hier nachgefalzt, auch die beiden Diagonalen. Da kann man mal ein bisschen schärfen. Mit dem Falzbein nachziehen, so. Und diese Linie in der Mitte, diese Falz, die knicken wir nach oben. Sodass wir jetzt hier die reindrücken können und dass das dann hier oben so eine Spitze ergibt. So sollte das dann aussehen. Und so wird es jetzt eingeklebt. Das machen wir jetzt mal eben, weil dann kann das nämlich noch ein Momentchen trocknen. Also, nicht auf die Seite mit dem Punkt, sondern auf die gegenüberliegende Seite kommt jetzt Flüssigkleber. Das würde ich auch tatsächlich mit Flüssigkleber machen, weil wenn man es mit anderem Kleber macht, dann muss es sitzen. Und das weiß ich bei mir aus Erfahrung, dass es das schon mal nicht tut. Also Pünktchen auf Pünktchen ansetzen. Man sieht ja hier die Falznut oder die Falzung ganz gut. Und davor, da wird das dann angesetzt. Seht ihr das? So. Kann man das hier noch ein bisschen andrücken. Den überschüssigen Kleber mal wegnehmen. So. Und jetzt wird das so hier gegenüberliegend aufgeklebt. Also hier kommt auf diese Lasche Kleber. Rüberklappen, das hier ein bisschen einknicken und aufliegen. Kann man das noch ein bisschen andrücken. So sollte das dann einklappen. Jetzt können wir hier schon mal die Vorderseite bekleben. Können wir hier vielleicht ein bisschen was draufstellen erstmal. Solange wir das jetzt hier mit dem Kleber einleimen, wollte ich sagen, aber es ist ja gar nicht einleimen. Naja, vielleicht doch. Kleber aufbringen. Auch hier wieder so gut es geht, so nah wie möglich an den Rand. Dann drehe ich mir die mal um. Und klebe mir jetzt hier mein Deckblatt sozusagen auf. Dadurch, dass der Rand nur ganz minimal ist, muss das
gut sitzen. Nehmt euch da Zeit für, dann auch nochmal mit dem Falzbein drüber gehen. So. Jetzt kommen diese kleinen Dreiecke. Die habe ich mir jetzt hier auch schon mal vorbereitet. Da habe ich mir 2 weiße Papiere geschnitten mit dem Maß 5,8 auf 5,8 und 2, die ich da drauf klebe, die haben das Maß 5,6 mal 5,6, also 5,8, 5,6 im Quadrat. Wie immer braucht ihr das nicht mitschreiben. Ich schreibe euch die Maßangaben in die Infobox. Also das ist eine schöne Karte, die kann man im Prinzip für jede Gelegenheit gebrauchen. Für einen Geburtstag, jetzt hier für Valentinstag als Babykarte, zum Hochzeitstag oder einfach nur so. Da kann man vielleicht auch ein paar Fotos reinkleben, wenn man ein paar schöne hat. Also ich finde, die macht ja äußerlich nicht so viel her, aber wenn man sie dann aufklappt, dann ist das eine schöne Überraschung. Und ja, dann kann man das mal so machen, finde ich. Ist immer so ganz nett, wenn etwas sehr Unscheinbares dann so einen kleinen Überraschungseffekt hat, finde ich. So, die beiden kleben wir jetzt hier auf diese kleinen Dreiecke, die entstanden sind. Also dafür hier den Kleber auf das Dreieck auftragen. Also auch da gerne Flüssigkleber benutzen. Und dann kleben wir die Vierecke schön auf diese Dreiecke auf. Guckt, dass das ein bisschen gerade ist. So, upsala. Dann kann man da auch noch mal was draufstellen, damit das ein bisschen anzieht. Jetzt machen wir hier diese Verkleidung, also sprich das hier. Dafür habe ich ein weißes Papier, also ein Grundpapier mit dem Maß 5,8 auf 12,8 und das, womit ich das verkleide, hat 5,6 und 12,6. So. Hier wieder gucken, dass man überall den kleinen Rand sieht. Nochmal mit dem Falzbein drüber gehen. So, und dann wird es hier auf diese Spitze. Da kommt jetzt der Kleber drauf, da wird das drauf aufgeklebt. So.
Gucken, dass es auch schön gerade ist, oben und unten, wenn möglich der gleiche Abstand. So dass das hier auch so ein bisschen abschließt, oben und unten gleich. So, dann kann man da auch noch mal was. Dann habe ich hier so ein bisschen Deko-Krempel vorbereitet. Was heißt Krempel? Deko vorbereitet. Ich weiß noch nicht, ob ich das hier oder hier. Ich mache es mal hier. So, und dann muss man sich entscheiden, ob man, na, ich mache es doch hier, man das hier vorne weiß lässt, damit man auch noch was hinschreiben kann, oder ob man da vielleicht auch noch ein Papier hinsetzt, dann ist es halt Ton in Ton. Das hier ist so ombre-mäßig. Ich glaube, ich nehme das untere Teil, weil dann kann man da tatsächlich noch was hinschreiben. Und das hat ein Maß von, mal hier das wegschneiden. Das hat ein Maß von in der Höhe auch 12,8. Das kann man auch schon mal abtreiben. 12,8. Und das können wir mal einmal nachmessen. Das hat ein Maß von, ja, ich würde es mal 10,8 machen. 10,8. Dann kann man hier unten nämlich noch ein paar nette Worte hinschreiben. Oder eben weiß lassen. Das ist ganz, wie es beliebt. Oder noch ein bisschen mehr mit Stanzteilen versehen. Man könnte hier auch eine kleine Tasche noch drauf machen, wo dann noch irgendwie ein kleiner Gutschein reinkommt. Ja, wie man möchte, ne? So, auch hier wieder schön aufsetzen. Gucken, dass man den kleinen weißen Rand hat. Ihr könnt den Rand natürlich auch größer machen, wenn euch das besser gefällt. Aber ich fand das jetzt mit dem kleinen Rand ganz süß. Na, so, dann kann man hier auch noch ein paar liebe Worte hinschreiben. Oder man macht hier noch eine Tasche mit einem Tag rein, wie man das gerne möchte. Und jetzt müssen wir das hier mal zusammenbringen. Ich hoffe, ich habe es hier nirgendwo festgeklebt. So. Beim ersten Mal muss man immer noch so ein bisschen nachhelfen. So, dann kann man das hier noch mal ein bisschen andrücken. Dann habe ich mir hier noch so ein I love you vorbereitet. Die kriegt dann mein Mann mit was Nettem. Ja, und das war es dann auch im Prinzip schon. Ja, das war's. Also die Möglichkeiten sind mannigfaltig. Es ist sehr süß und hat halt auch einen Special Effekt. Briefumschlag dazu machen und fertig. Ist eine schöne Karte, eine schöne ausgefallene Karte. Ja, ich hoffe, euch hat es gefallen und wenn ja, dann gebt mir doch gerne einen Daumen nach oben und ein Abo oder einen Kommentar, da freue ich mich immer besonders drüber. Anregungen, Wünsche sind auch immer sehr willkommen. Ja, ich wünsche euch einen schönen Sonntag und bis bald. Tschüss!